Welche Aktien sind jetzt im Monat Mai besonders interessant? Ich stelle euch jetzt drei Aktien vor, die für mich im Moment auf jeden Fall einen guten Einstieg darstellen. Das erste Unternehmen ist Realty Income, ein Real Estate Investment Trust, ein sehr, sehr bekannter Dividendenwert, den man auch unter dem Namen The Monthly Dividend Company kennt. Also hier zahlt man monatlich eine Dividende und ist eben im Immobiliensektor tätig. Schauen wir im Aktienfinder auf die Scores. Hier sehen wir relativ gute Gesamtscore bei Dividendenertrag, Dividendenwachstum, Gewinnwachstum. Schauen wir mal auf die Gewinne und den Cashflow. Ich habe jetzt hier mal eingebunden den AFFO und Dividende. Also wir können sehen, die Dividende wurde eigentlich stetig gesteigert und soll auch weiter gesteigert werden. Wir können hier nochmal den Payout Ratio mit einbinden und sehen, dass die Payout Ratio, wie es eben bei REITs auch typisch ist, immer so ja, um die 90% liegt. Das ist ja eben diese staatliche, gesetzliche Regulierung. Und auch der AFFO, also die Adjusted Funds from Operation sozusagen, der Cashflow bei REITs, der ist nicht zu verwechseln mit dem normalen Cashflow. Der ist ja auch immer stetig steigend, aber grundsätzlich ist das ja, eine gute Entwicklung. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, dass der AFFO und der freie Cashflow hier zum Beispiel mal richtig unterschiedlich war. Das ist eben hier diese Adjusted Nummer, die man da hier beachten muss, aber sieht alles gut aus. Dann hier Umsatz mit der Marge, also wir sehen, der Umsatz konnte auch stetig gesteigert werden. Man prognostiziert jetzt auch, dass die operative Marge wieder steigen soll. Ähm, Zur Verschuldung und Gesamtvermögen. Wir haben jetzt im Moment einen Verschuldungsgrad von circa 42%, also auch noch im Rahmen. Man konnte hier sogar die Schuldenlast eher reduzieren und hat natürlich eine eher niedrige Tilgungskraft und ist hier relativ hoch verschuldet. Es ist aber typisch für einen REIT, dass man hier mit einem Fremdkapitalhebel natürlich sehr, sehr viel arbeitet. Wie sieht es mit Rückkäufen aus? Ganz klassisch für einen REIT, hier werden neue Aktien ausgeschüttet. Also das ist auch in der Regel kein Thema. Da werden eben dann neue Immobilien oder neue Projekte davon finanziert, beziehungsweise die aufgekauft und dadurch steigen die Gewinne und damit wird das dann sozusagen kompensiert. Also hier wurden stetig neue Aktien ausgegeben. Deswegen sehen wir ja auch diese schwarze Linie, wie die ansteigt, immer noch weiter nach oben. Ja, in den letzten 10 Jahren konnte die Aktie um 96% zulegen, inklusive der Dividende, also ein Kurswachstum nur 32%. Also hier mit der Dividende ein relativ ja, gutes Ergebnis. Wir können jetzt hier mal auf die Adjusted Funds from Operation fairen Werte schauen und da sehen wir, dass wir extrem weit unter den fairen Werten hier ähm, im Moment verlaufen. Der faire Wert beläuft sich hier so laut 16 Analysten ja, so um die 74 US-Dollar und im Moment sind wir gerade mal bei 55 US-Dollar. Also hier könnte sich wirklich ein sehr, sehr guter Einstieg ähm, darstellen. Schauen wir mal auf den Gewinnfluss. Ja, wir sehen, der wichtigste Bereich ist hier das Segment Retail, dass man eben diese Hallen und so weiter an die Retailer vermietet. Nettogewinn sind 21% des Umsatzes. Schauen wir mal auf die Segmente, die teilen sich in Retail, Industrial, Office und Other. Man hatte hier 2021 sogar noch ganz genau reported, was die ganzen Kunden praktisch machen. Hier sieht man, dass der größte Anteil davon damals sowas wie Convenience Stores war, also eben diese ganzen Läden, die hier Realty Income im Portfolio drinnen hat. Ja, die wichtigsten Regionen natürlich auf jeden Fall United States und danach United Kingdom. Und die Dividendenhistorie sieht für Realty Income auch sehr, sehr gut aus. Also man steigert hier wirklich schon sehr, sehr lange. Können jetzt hier nochmal 10-Jahres-Korridor einzeichnen und sehen, dass wir ja eigentlich auch eher ja, im oberen Bereich sind, mit einer relativ hohen Dividendenrendite. Also im Moment wirklich sehr, sehr schön. Würde ich sagen, schauen wir mal die charttechnische Situation bei Realty Income an. Hier habe ich mal den Monatschart eingeblendet und wir sehen, das hat sich eigentlich sehr, sehr gut entwickelt. Bis Corona, also 2020, da ist die Aktie dann irgendwie nicht mehr aus den Pötten gekommen und korrigiert jetzt sogar wieder ähm, seitdem sehr, sehr stark. Ich habe da schon mal was vorbereitet und wir befinden jetzt hier uns an einer wirklich sehr, sehr wichtigen Unterstützungszone, eben hier mit diesem grünen Balken um das 50er Level herum.
Dann habe ich mal hier auf der kurzfristigen Ebene ein Fibonacci Retracement am letzten Impuls angelegt, auf Wochenbasis. Und wir sehen, hier ist das 61,8er Fibonacci Retracement. Das wurde ganz genau abgeholt hier von Realty Income. Und wir hatten jetzt hier einen Kauftrigger durch das Rausnehmen von diesem letzten Hoch hier mit dieser orangenen Linie, roten Linie, haben wir ein Kaufsignal generiert. Und man könnte jetzt getrost sofort eigentlich einsteigen bei Realty Income. Also das hier auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Kaufsignal. Hier richtig schöne Range gebildet und jetzt eben der Bruch nach oben. Also man könnte jetzt theoretisch hier sofort einsteigen, aber natürlich keine Anlageberatung an dieser Stelle, aber deswegen für mich auf jeden Fall sehr, sehr interessant jetzt für den Monat Mai und natürlich auch eine Spekulation dann auf die bevorstehende Zinswende. Dann schauen wir auf die nächste Aktie und das ist ein Gefallenengel schon fast. Es geht um die CVS Health. Ja, also man ist ja Apothekendienstleister, Pharmacy Services und aber auch hier ja, Krankenversicherer. Wir haben hier ähnliche Scores wie bei Realty Income, bei den Dividendenscores. Schauen wir mal auf den Cashflow, schauen wir mal auf die Dividende. Ich blende jetzt hier mal den freien Cashflow, die Dividende und die Payout Ratio ein. Und da sehen wir, ja, der freie Cashflow, der konnte hier vor allem so 2021, also in Corona, ganz, ganz stark gesteigert werden, ist aber dann wieder zurückgekommen auf ein normales Niveau. Dividende, ja, wurde hier auch stetig angehoben. Der Payout Ratio lag zwischenzeitlich mal über 100%, dann wieder bei 37%. Also man hat hier aber in der Regel immer so zwischen 30 und 50% Payout Ratio gehabt und die Dividende wurde auch hier schön gesteigert. Und im Moment ja, haben wir uns jetzt hier auf dieses Vorplateau vor Corona etwas eingefunden nach eben dem Corona-Hype. Schauen wir mal auf die Margen. Wir sehen jetzt hier der Umsatz. Der Umsatz konnte eigentlich stetig gesteigert werden. Das sieht sehr gut aus. Und das Einzige, was weniger schön ist, dass die operative Marge hier seit sehr, sehr vielen Jahren so sinkend ist. Und ja, aber parallel dazu ist die Nettomarge eigentlich relativ stetig geblieben, also relativ gleich. Das gleicht es dann so ein bisschen aus. Dann die Verschuldung, Verschuldungsgrad, können wir mal die ganze Schuldenquote einblenden. Die Schuldenquote gesamt ist 62%. Ja, also natürlich auch ein kapitalintensives Business. Grundsätzlich, wir sehen auch hier, dass relativ ein hoher Goodwill-Anteil hier mit auf der Bilanz liegt. Da wird man wahrscheinlich Unternehmen übernommen haben, sozusagen. Deswegen liegt hier sehr, sehr viel Goodwill auf der Bilanz und relativ viele zurückgekaufte Aktien. Also von dem her jetzt eigentlich aber nicht sehr, sehr verwerflich. Also mit 62% Schuldenquote gesamt ist gerade noch im Rahmen, natürlich schon etwas erhöht. Dann schauen wir uns hier die Aktienrückkäufe an. Also wir sehen hier, dass mal 2006, da wird wahrscheinlich was übernommen worden sein, ganz, ganz viele Aktien ausgeschüttet wurden. Dann waren die Aktienanzahl wieder rückläufig bis 2017, dann wurde wieder erhöht und seitdem wird jetzt wieder langsam zurückgekauft. Aber jetzt sieht okay aus, da werden wahrscheinlich auch eben dann davon irgendwelche Unternehmen übernommen worden sein. Ja, wir sehen jetzt hier die Performance, der Total Return in den letzten 10 Jahren ist natürlich eine vernichtende Rendite. Scheint so, als wäre die Aktie in den letzten 10 Jahren nur 2,2% im Plus. Ja, wir sind jetzt eben hier nach den Quartalszahlen, nach den letzten wirklich extrem abgerauscht. Da wurden jetzt eben diese ganzen Gewinne vernichtet. Und wir sehen auch schon hier, der bereinigte Fair Value bereinigt ist jetzt hier laut Prognose Ende 24 auch bei ja, so 90 US-Dollar und wir sind gerade nur bei 55. Also da haben wir natürlich die Hälfte schon fast. Also man könnte hier 100% Kursgewinn machen, schon fast. Dann ist man hier oben nach Analystenschätzungen bei den fairen Werten. Schauen wir mal auf den Gewinnfluss. Ja, sehen wir, Health Services ist der wichtigste Bereich und danach kommt die Pharmacies. Und wir haben einen sehr, sehr kleinen Nettogewinn mit nur 2,3% Marge. Ja, ist natürlich logisch. Sie sind ja auch so ein bisschen im Retail-Sektor einfach mit drinnen, mit diesen Pharmacy- und Consumer Wellness, Healthcare Benefits. Ja, also relativ niedrigmargiges Business. Ja, hier sieht man mal die Segmentenaufteilung ganz genau. Also der wichtigste Health Services
definitiv ganz vorne. Und der ist natürlich jetzt auch im Moment so ein bisschen unter Beschuss mit United Healthcare natürlich, die sich aber da auch ein bisschen besser halten. Man hat den kompletten Umsatz in den United States, also man ist nur in den USA tätig, aber das ist jetzt eigentlich auch kein Problem. Schauen wir mal uns die Dividende an in den 5-Jahres-Korridor und wir sehen, dass die Dividendenrendite im Moment deutlich höher ist, wie es eigentlich oftmals der Fall war. Ja, so 2019 gab es hier mal 4%. Im Moment haben wir aber hier sogar 4,5%, also so hoch war die schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ja, eigentlich tatsächlich die letzten 10 Jahre war die noch nie so hoch, die Dividendenrendite. Also das auch, sieht auch sehr, sehr schön aus, sehr, sehr gut aus, dass man jetzt mal so eine gute Chance kriegt, eine Aktie wie CVS Health zu kaufen. Schauen wir mal auf den Monatschart bei CVS und wir sehen eigentlich, dass die Aktie sehr, sehr gut gelaufen ist. Auch sind schon relativ lange in der Börse, natürlich immer mal wieder mit so ein paar Knicken, aber an sich keine großen Probleme. Ja, und wir sehen jetzt hier ganz schön, das ist der monatliche Impuls, der ultra langfristige Impuls von 2008. Sind hier schön nach oben gelaufen, ohne Korrektur. Dann hier mal die Korrektur reingezimmert und jetzt kommt eben hier mehr oder weniger so ein zweites Abwärtsbein mit dieser Lücke, die hier aufgerissen wurde, wegen den letzten Quartalsergebnissen. Aber grundsätzlich hier eine sehr, sehr wichtige Zone, eben wo letztes Mal dieser Boden gefunden wurde, um die 52 bis ja, 58 US-Dollar, also wirklich genau der Bereich, in dem wir uns jetzt befinden. Also hier müssen wir uns jetzt definitiv stabilisieren. Wenn es noch weiter nach unten geht, wäre das theoretisch jetzt kein Problem. Dann könnten wir auch nochmal hier die 40 US-Dollar antesten. Aber wäre natürlich sehr, sehr schön und wichtig, wenn wir jetzt halt hier eine Art Boden bilden würden, wie es jetzt zum Beispiel da der Fall war. Also hier so eine kleine Range bilden und da dann wieder einsteigen. Da könnte man dann auch wieder die Aktie kaufen. Im Moment würde ich da aber eher die Finger davon lassen. Dann schauen wir noch auf Tesla. Tesla ist natürlich auch sehr, sehr verprügelt worden in letzter Zeit. Hatte ein paar Problemchen, sage ich mal. Schauen wir mal als erstes hier in den Monatschart. Ja, ich habe da mal so einen Trendkanal eingezeichnet und wir sind hier ganz, ganz lange seitwärts gelaufen und hatten jetzt diesen ewigen Impuls und laufen jetzt wieder seitwärts, eigentlich schon seit 2020, also schon wieder 4 Jahre Seitwärtsphase. Ist aber auch nicht untypisch für die Aktie, also wir sind hier auch von 2013 bis 2019 seitwärts gelaufen. Also können natürlich sein, dass wir hier nochmal 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre bis 2027 seitwärts laufen und dann wieder steigen. Wäre jetzt nicht untypisch für die Aktie, würde ich mir aber jetzt im Moment auch keine Sorgen machen. Mittelfristig haben wir hier auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Unterstützungszone bei den 140 US-Dollar hier. Hatten auch noch eine Kurslücke offen von diesem Kursanstieg von Anfang 23. Die haben aber jetzt zugemacht mit der letzten sehr, sehr tiefen Korrektur. Wenn wir mal in den Tageschart reingehen. Also hier war noch die Lücke offen hier hinten. Die haben wir jetzt ganz genau zugemacht, sind sogar noch ein Stück runter, haben hier dieses 78,6er FIB abgeholt und sind dann relativ impulsiv angestiegen mit zwei Upgaps, also hier Upgap und wir haben ja, den Daily Trend rausgenommen, indem wir dieses Hoch hier übertroffen haben. Und jetzt wäre das natürlich ein sehr, sehr gutes Einstiegssignal hier für Tesla. Also könnte man jetzt direkt so longen mit diesem technischen Einstiegssignal, auch wenn jetzt hier die letzten Earnings eher enttäuschend waren mit ja, 8,5% und 4,1% negativer Überraschung. Aber grundsätzlich hier sehr, sehr schönes Einstiegssignal und wir können auch jetzt nochmal einen Blick auf die Financials werfen und wir sehen, die Kapitalstructure sieht auch relativ gut aus. Also wir haben jetzt hier Schulden in 10 Milliarden Höhe. Die Bewertung ist natürlich stetig jetzt gesunken, weil man natürlich jetzt auch ein bisschen Wachstum verloren hat. Die Nettomarge ist viel, viel höher als bei den klassischen Automobilherstellern und auch das Net Income konnte stetig gesteigert werden, genauso wie der Umsatz. Der meiste Umsatz wird gemacht mit Automotive und das zweitwichtigste ist eben dieses Photovoltaikzeug, also Energy Generation und Storage. Das wichtigste Land ist im Moment noch die United States und dann kommt hier schon China mit 22%, wo man natürlich einen sehr, sehr wichtigen Markt auch hat. Hier sehen wir mal den Verschuldungsgrad und man hat jetzt im Moment so circa ein Zweier
zweifache Verschuldung zum Free Cashflow, aber man hat hier so viel Cash, also man könnte auf einen Schlag seine ganzen Schulden bezahlen. Also sieht auch sehr gut aus. Man braucht aber natürlich auch sehr, sehr viel Cash, weil das ein sehr kapitalintensives Business einfach ist. Genau, jetzt schauen wir mal auf die Free Cashflows nochmal genau. Also man sieht, 2017 waren die noch unprofitabel, sind dann ab 2019 langsam profitabel geworden und hatten hier 2022 absolutes High mit 7,5 Milliarden US-Dollar Free Cashflow und jetzt sind wir gerade bei 4,36. Aber sehr, sehr starke Steigerung, sieht sehr gut aus, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Genau, dann schauen wir mal hier noch auf die Statistiken mit den Total Common Shares Outstanding. Die waren, wenn wir auf Annual schalten, die waren 2017 bei 2,5 und sind jetzt bei 3,2. Also es wurde hier schon sehr stark die Aktienanzahl erhöht, leider. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also das mag ich gar nicht gerne, wenn ich das sehe. Also wir bekommen dann immer weniger vom Kuchen ab. Die Firma, die dilutet immer unseren Share am Unternehmen immer weiter und wir können ja eigentlich gar nichts dagegen tun. Ähm, Das gefällt mir jetzt nicht so gut, aber es muss jetzt natürlich kein Ausschlusskriterium sein. Ja, die Nettomargen konnten natürlich wirklich extrem gesteigert werden, also vom Minus ins Plus. Wir hatten jetzt zuletzt wieder so einen kleinen Knick, aber wirklich sehr, sehr gute Margen für so ein Automobilunternehmen. Wirklich gut. Ja, eine Dividende zahlt man natürlich keine, das ist klar. Und wenn wir uns hier die Prognosen anschauen, dann sehen wir, dass 2024 eher nochmal so ein schlechtes Jahr sein, ja, sollen wird. Und danach soll man sich aber dann wieder stark erholen und stark Richtung alte Ergebnisse bewegen. Ja, das waren meine Top 3 Picks für den Monat Mai. Danke, dass ihr bis hier dabei geblieben seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.